Hallo und willkommen zu dem ersten Video über das Thema erfolgreich Englisch lernen. Dieses Video hat 4 verschiedene Themen, die meiner Meinung nach entscheidend sind für das erfolgreiche Erlernen der englischen Sprache. Einstellung, Motivation, Lernmethoden und Hilfsquellen. So, und jetzt geht's los mit der Einstellung. Zuerst mal wiederhole ich jetzt, was mir von meiner Englischlehrerin in der ersten Stunde gesagt wurde. Englisch ist viel einfacher als Deutsch. Alles, was ich hier zu dem Thema Einstellung sage, mag einem vielleicht schon bekannt sein, jedoch muss die Einstellung gegenüber dem Englischlernen positiv sein, sonst macht es keinen Sinn, auch nur ein einziges Wort Englisch zu lernen. Was genau meine ich jetzt mit dem Wort Einstellung? Damit meine ich die innerlichen und äußerlichen Faktoren, die einen beeinflussen können. Und hier kann man jetzt gerade ein paar Beispiele von diesen Faktoren sehen. Warum haben viele Menschen Probleme mit der Einstellung, wenn es ums Englischlernen geht? Mit einem Wort ausgedrückt: Pflichtlernen. Pflichtlernen funktioniert nicht, weil man Sprachen viel besser lernen kann, wenn man den Lernprozess selbst kontrollieren kann. Wenn man zum Lernen gezwungen wird, dann wird es langweilig. Und wenn man etwas als langweilig empfindet, dann wird man es nie wirklich in das Langzeitgedächtnis aufnehmen. Deswegen muss das Lernen interessant gemacht werden oder eine wichtige Bedeutung für die lernende Person haben, damit das Gelernte auch in das Langzeitgedächtnis aufgenommen werden kann. Man kann also Folgendes tun, um die englische Sprache von Anfang an erfolgreich zu lernen. Anstatt stundenlang Vokabeln und so weiter zu lernen, sollte man sich erstmal damit befassen, warum man eigentlich Englisch lernen will. Und man sollte einen Grund haben, der einem persönlich sehr wichtig ist. Falls man zu dem Entschluss kommt, dass man diesen Grund nicht hat und man nur Englisch lernt, weil man in der Schule Englisch lernen muss, dann sollte man sich alles Mögliche überlegen, warum man eventuell davon profitieren könnte, wenn man die englische Sprache fließend sprechen könnte. Man kann auch versuchen, die eigene Einstellung zu ändern, indem man bestimmte Methoden ausprobiert. Weiter geht's jetzt mit dem nächsten Thema: Motivation. Der Unterschied zwischen Motivation und Einstellung ist, dass Einstellung etwas Einmaliges ist und grundsätzlich behält man die gleiche Einstellung, wenn man sich erstmal entschieden hat. Wenn man beispielsweise zum ersten Mal Schokolade probiert und man den Geschmack genießt, dann hat man Schokolade gegenüber eine sehr positive Einstellung. Diese Einstellung ändert sich nur dann, wenn man zum Beispiel zu viel Gewicht zugenommen hat oder wenn sich Zahnprobleme entwickeln. Beides kann vorkommen, das ist aber bei vielen immer noch nicht Grund genug, die grundgelegene Einstellung gegenüber der Schokolade zu ändern. Motivation ist jedoch vorübergehend. Wenn man sich nicht ständig selbst motiviert, Englisch zu lernen, dann wird einem die Lust am Englischlernen vergehen. Wie motiviert man sich jetzt? Hierzu sollte man sich bitte folgende Grafik einmal ansehen. Kommst du mit dem Lernen voran? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Antwort Nein ist und die Frage ist jetzt natürlich, willst du vorankommen? Jetzt denke ich mal, dass die Antwort Ja ist und im Prinzip muss man dann einfach etwas anders machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem, dass ich das jetzt so vereinfache, aber so ist das wirklich. Man muss im Prinzip ganz einfach etwas anders machen. Es hilft natürlich auch, wenn man sich Ziele setzt und diese Ziele dann auch erreicht. Um diese Ziele zu erreichen, ist es meiner Meinung nach wichtig, so zu lernen, wie man will. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Thema: Lernmethoden. Hier ist das Problem. Jede Person lernt anders. Um das deutlich zu machen, bitte einmal folgendes Bild und Zitat von Albert Einstein anschauen. So, auf dem Bild hier steht: For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. Es handelt sich hier also um ein Examen, also um eine Prüfung auf Deutsch, und die Tiere müssen den Baum hochklettern. So, und jetzt das Zitat von Albert Einstein hier: Jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes Leben glauben, dass er dumm ist. Was Albert Einstein damit sagen will, ist, dass es verschiedene Lerntypen gibt. Genauer gesagt gibt es 4 verschiedene Lerntypen. Erstens der auditive Lerntyp, zweitens der visuelle Lerntyp, drittens der kommunikative Lerntyp und viertens der motorische Lerntyp. Auch dazu gibt es wieder in meinem Buch und Online-Kurs mehr Informationen und das bringt mich jetzt zum nächsten Thema: Hilfsquellen. Das Internet bietet einem unglaublich viele Möglichkeiten an, um Englisch zu lernen. Alle meine Videos haben zum Beispiel auch englische Untertitel, das heißt, man kann so ganz einfach sein Englisch testen oder verbessern, wenn man schon ein wenig Englisch kann. Es gibt auch sehr viele Apps fürs Handy, mit denen man Englisch lernen kann.
Duolingo ist hier meiner Meinung nach am besten. Natürlich empfehle ich hier auch diesen Kanal, weil ich hier sehr viele Videos veröffentlichen werde, die einem wirklich dabei helfen sollten, erfolgreich Englisch zu lernen. Also falls du hier neu bist, bitte abonnieren, um weitere Videos von diesem Kanal zu sehen. Und das war's für heute. Falls es noch Fragen gibt, schreib mir bitte einen Kommentar und lass mich wissen, was genau das Problem ist mit dem Englischlernen und ich werde dann so versuchen zu helfen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.